Hey, ich bin Jordan und heute schauen wir, ob du mit deinem Gastrobetrieb bereit für das Jahr 2022 bist. Die größten Herausforderungen, die wir im vergangenen Jahr beobachtet haben, waren die Personalsuche, die Auseinandersetzung mit den immer strengeren staatlichen Vorschriften sowie die steigenden Kosten für Personal, Inventar und Vorräte. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass die Akzeptanz für höhere Speisenpreise, kleinere Menüs und andere Maßnahmen, die du ergreifen musst, um dein Restaurant effektiver und rentabler zu machen, gestiegen ist. Außerdem sind die Restaurantgäste im Allgemeinen mehr an neuen Essenserlebnissen interessiert. Wenn du dich noch mehr auf deine Gäste konzentrierst, siehst du, dass sie immer mehr online nach ihrem Restauranterlebnis Ausschau halten, indem sie entweder online nach einem freien Tisch oder über Google nach neuen Restaurants suchen. Ob dies eine Bedrohung oder eine Chance für ein Restaurant ist, hängt davon ab, wie digital du bereits bist. Du kannst dieses Video als Checkliste verwenden, um zu sehen, wie gut du auf das Jahr 2022 vorbereitet bist, oder kannst es als Handlungsempfehlung betrachten, wenn du noch nicht vollständig digital bist. Wenn wir auf das Jahr 2021 zurückblicken, fällt auf, dass viele Gastronomen vollständig auf ein Online-Reservierungssystem umgestellt haben. Es mag von deiner Zielgruppe abhängen, wie viel Zeit du da sparst, aber auf jeden Fall wird dies eine gewisse Entlastung für dein Telefon und dein Personal bedeuten, verglichen mit dem altmodischen Reservierungsbuch, bei dem viel Zeit für die Aufnahme von Reservierungen oder Erinnerungsanrufen benötigt wird. Einige Restaurants haben komplett auf Online umgestellt und nehmen nur noch Reservierungen direkt am System oder per E-Mail entgegen. Wir glauben, dass Verfügbarkeit bedeutet, dass potenzielle Gäste direkt einen Tisch reservieren können, wenn sie dich auf Google finden. Diese Funktion wird direkt sichtbar, wenn du die Einstellung in deinem Google My Business Account aktivierst. Die Lockdowns haben uns gezeigt, dass man sich nicht auf sein traditionelles Geschäftsmodell verlassen kann. Was ist, wenn Restaurants schließen oder Gäste aus Angst vor Ansteckung nicht mehr kommen? Die Möglichkeit, die eigenen Produkte zum Mitnehmen oder Liefern anzubieten, ist eine der alternativen Einnahmenquellen, die deinem Kerngeschäft am nächsten kommen könnte. Mit einem Restaurant-Webshop mit 0% Kommission kannst du sicherstellen, dass der größte Teil deines Gewinns in deinem eigenen Geldbeutel fließt. Dies kann auch ein nettes Zusatzgeschäft sein, das neben dem Empfang von Gästen im Haus gedeihen kann. Speziell jetzt, wo die Gäste sich daran gewöhnt haben. Wir haben gesehen, dass die Regierung die Vorschriften schnell ändert. Bist du bereit, ebenfalls schnell zu reagieren? Bereite dich darauf vor, indem du weißt, wie du deine Gäste erreichen kannst, um sie über Änderungen in deinem Restaurant zu informieren. Zum Beispiel über Öffnungszeiten und neue Angebote wie Mitnahme und Lieferung. Vielleicht hast du bereits einen Kundenstamm in den sozialen Medien aufgebaut oder du hast datenschutzkonforme Kundendaten über dein Reservierungstool oder manuell erfasst. Das Wichtigste jedoch ist, dass du deine Öffnungszeiten oder geänderte Angebote auf deiner eigenen Website und auf allen gängigen Portalen, auf denen deine Restaurantinformationen aufgeführt sind, aktualisierst. Dish hat ein praktisches Tool namens Weblisting Premium, das dir hilft, deine Informationen automatisch auf allen wichtigen Portalen in wenigen Minuten zu aktualisieren. Immer mehr Restaurants bemühen sich um die Optimierung der Speisekarte und als Restaurant solltest du dies zu einer Priorität machen. Sei dir über die Gewinnspannen deiner Gerichte im Klaren. Wenn du mit Verlust verkaufst, musst du dich von deinen Lieblingen verabschieden. Also von beliebten Gerichten, die von deinen Stammgästen immer noch nachgefragt werden, aber keine Einnahmen bringen. Eine Verschlankung der Speisekarte ist für viele Restaurants eine gute Idee. Es hat sich gezeigt, dass die Restaurants Gefahr laufen, noch große Lagerbestände zu haben, wenn die Schließungen einsetzen, und das macht auch deinen Produktionsprozess effektiver. Angesichts höherer Lohnkosten und der Probleme, neue Mitarbeiter zu finden, ist die Effizienz der Arbeitskräfte wichtiger denn je. Und nicht zuletzt, erwäge eine Preiserhöhung, falls du dies noch nicht getan hast. Deine Gäste sind dazu bereit und du solltest es auch sein. Das Herzstück deines Restaurants sollte es sein, dass du und dein Team gesund und voller Energie seid. Das bedeutet, dass eine realistische Planung mit genügend freien Tagen dazugehört. Wenn du dir einen Überblick über das ganze Jahr verschaffst, einschließlich vielleicht notwendiger Renovierungen und deinen Spitzentagen, an denen du besonders hohe Umsätze erwartest, kannst du bereits sehen, welche die besten Tage oder Wochen sind zum Auftanken. Schon die Urlaubsplanung gibt dir positive Energie, weil du weißt, dass es etwas gibt, worauf du dich freuen kannst. Wie du siehst, bist du durch Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung und Planung deines Restaurants besser auf die Bedrohungen und Herausforderungen vorbereitet, die im Jahr 2022 zu erwarten sind. Dish wird dich weiterhin mit Tipps und Tricks versorgen, um dein Geschäft im Jahr 2022 zu optimieren. Das waren unsere Tipps und Tricks dieser Woche. Möchtest du jetzt noch auf dem Laufenden bleiben zu Themen in deiner Branche? Besuche unseren Blog auf dish.co. Über dein Feedback freuen wir uns sehr.
sei es ein Daumen nach oben oder ein Kommentar darüber, wie sehr dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund um Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.